Nach Lösen der Verbindung mit dem Unterwagen wird der Oberwagen mit dem Gerät auf das Geschütz hinübergerollt. Das Geschützrohr hat eine Steigung von 6 Grad. Durch einen sinnreichen Spindelantrieb wird das Gerät auf das Geschütz gesetzt. Unter dem Rumpf sieht man, wie der Mitnehmerbeschlag am Flugzeug sich über die Kolbennase senkt. Die Verbindung zwischen Kolben und Flugzeug ist hergestellt. Der Oberwagen und der Zubringerwagen werden zurückgerollt. Als nächstes muss der Dampferzeuger angeschlossen werden. Das fahrbare Dampferzeugeraggregat entwickelt die Energien, die das Gerät mit einer Kraft von 40 Tonnen hinausschleudern. Durch die Brausen im Zersetzerraum werden Treib- und Zersetzerstoff eingeblasen. Pressluft wird aufgefüllt. Das Laden des Dampferzeugers erfolgt durch getrenntes Einfüllen von Treib- und Zersetzerstoff. Wenn T- und Z-Stoff zusammenkommen, gibt es eine heftige Dampfentwicklung. Deshalb Vorsicht beim Arbeiten mit diesen Stoffen. Keine Schmutzteile an T-Stoff, sonst Brandgefahr. Schmutz, Benzin und T-Stoff ergeben Explosionsgefahr. Übergelaufenen T-Stoff sofort mit Wasser wegspülen. Beim Arbeiten mit T- und Z-Stoff Schutzanzug und Brille tragen. Der unabhängig vom Geschütz schussklar gemachte Dampferzeuger wird jetzt mit dem Geschütz gekuppelt. Die letzten Handgriffe sind gemacht. Das Gerät 76 steht klar zum Abschuss. Im Einsatz wird das Geschütz möglichst getarnt aufgebaut. Durch Tarnanstrich passen sich Flugzeug und Geschütz dem Gelände an. Erdaufschüttungen und Betonmauern sollen das hochwertige Gerät vor Luftangriffen schützen. Vor uns liegt das startklare Geschütz. Wie spielt sich nun der Startvorgang ab? Der Kolben ist eingeschoben. Der Schlitten liegt auf der Gleitbahn. Das Flugzeug senkt sich herab. Vorn legt sich der Mitnehmerbeschlag auf die Kolbennase. Hinten ruht das Heck auf dem Schlitten. Nun tritt der Dampferzeuger in Tätigkeit. Treib- und Zersetzerstoff werden eingespritzt. Unter dem Schlitz das Abdichtrohr. Es wird durch den Dampf nach oben gepresst. Der Dampf dehnt sich aus und treibt den Kolben mit dem darüberliegenden Flugzeug vorwärts. Wie wird aber der Schlitz im Schleuderrohr abgedeckt? Das Abdichtrohr gleitet unter der Kolbennase durch, biegt sich dann nach oben und wird hinter dem Kolben durch Dampfdruck von unten gegen den Schlitz gepresst. In Sekundenschnelle rast das Flugzeug über die Gleitbahn und erhebt sich in die Luft. Kolben und Schlitten fallen ab. Durch diese neuartige Startmethode kann die Fernbombe in rascher Reihenfolge gegen das weit entfernt liegende Ziel abgeschossen werden. Abschuss in wenigen Minuten. Im Bunker sitzt der Geschützführer, von hier kommen die Startbefehle. Mit einem Kommandogerät wird der Abschussvorgang durch elektrische Fernbedienung überwacht und ausgelöst. Die Abschusszeit rückt näher. Hauptschalter ein, Voltmeter zeigt an. Jetzt müssen die 3 Merklampen aufleuchten. Sie sagen dem Geschützführer, Gerät startklar. Die Zeit läuft an. Noch 2 Minuten. Die Pressluft für Steuerung und Triebwerk wird aufgedreht. Die Kreisel der Steuerung laufen an, schneller, immer schneller. Der letzte Mann verlässt den Startplatz. Noch steht das Gerät gefesselt sprungbereit auf dem Geschütz. Die Zeit läuft. Noch 10 Sekunden. Rohr anlassen. Teillast. Volllast. Die Zeit läuft ab. Achtung! Abschuss. Unbemannt, sich selbst steuernd, zieht die Fernbombe ihren Weg und führt unbeirrt und unbeeinflussbar ihren Auftrag durch. Nun ein Abschuss im Zeitlupentempo. Kolben und Schlitten fallen ab.
Das Gerät im Steigflug. Man sieht, wie die Steuerung das Gerät immer wieder auf Kurs zurückzwingt. Die Leuchtpunkte dienten Versuchszwecken. Abstieg, jetzt Aufschlag ins Wasser. Die schematische Darstellung zeigt nochmals den Flugbahnverlauf vom Abschuss bis zum Einschlag. Mit einer Abgangsgeschwindigkeit von 370 Stundenkilometern verlässt das Gerät das Geschütz und steigt in einen Bahnwinkel von 6 Grad. Die Umlenkung erfolgt nach Erreichung der Sollhöhe, die von 300 bis 2000 Metern einstellbar ist. Das Gerät geht in Horizontalflug über und erhöht die Geschwindigkeit. Bei 60 Kilometern wird der elektrische Zünder scharf. Nach 10 Minuten hat das Gerät seine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Der Peilsender schaltet sich ein. Sperrballone werden durch die im Flügel eingebaute Kuto-Nase durchschnitten. Über dem Ziel wird der Abstieg eingeleitet. Das Gerät geht im Sturzflug hinunter. Abschuss mit Winkelschuss. Wenn die Bahnrichtung des fest eingebauten Geschützes nicht mit dem Ziel übereinstimmt, wird das Gerät im Winkelschuss auf den neuen Kurs gebracht. Jetzt sieht man es deutlich. Die Maschine kurft nach rechts in die neue Richtung. Der Vorgang wird durch ein mechanisches Laufwerk eingeschaltet und nach einer eingestellten Zeit beendet. Danach wird die weitere genaue Kurshaltung vom Kompass übernommen. Nun die schematische Darstellung des Winkelschusses. Die Winkelschusseinrichtung ermöglicht Richtungsänderung von 60 Grad links oder rechts von Geschützrichtung. Die Kurve wird nach einer Flugstrecke von etwa 15 Kilometern eingeleitet. Unser Modellflugzeug ist gestartet. Winkelschuss setzt ein, es waren 45 Grad eingestellt. Jetzt geht es auf Kurs dem Ziel entgegen. Das Ziel ist erreicht. Abstieg, Einschlag. Das Gerät wird zur Bekämpfung von Flächenzielen eingesetzt. In der Mitte das Trefferquadrat. Die Einschläge geben ein Bild von der Treffgenauigkeit, die den Forderungen des Einsatzes entspricht. Und nun noch einige Aufnahmen vom Abschuss und Flug des Geräts FZG 76.